Hell yeah, here we go. Wenn du alles ausblenden, wirklich nur noch in dem Moment bist und dich komplett fokussierst auf das, was du jetzt machst, das ist eigentlich für mich der Tunnel. Und dann läuft es so ein bisschen wie alles in Slow Motion. Also dann nehme ich viel mehr wahr. Eigentlich immer, wenn ich Velo fahre, habe ich den Tunnel. Und das tun, glaube ich, viele Leute auch noch fehlinterpretieren mit keine Arroganz oder keine Lust, mit Leuten zu reden. Aber ich bin halt einfach komplett fokussiert auf das, was ich mache und blende halt alles andere aus. Jesus. Also, wenn man mich kennt, sieht man an meiner Körpersprache, dass ich selber Schiss habe. Limit. Meine Mutter sagt, ich sei mit 3 das erste Mal auf einem Bike gewesen, also auf einem Velo ohne Stützrädchen, und seitdem ist es Wesen für mich so. Ja, das ist mein Ding. Alles, was mit Rad zu tun hat mich eigentlich immer fasziniert, seit ich klein bin. Und in der 3. Oberstufe habe ich wenig gewusst, wirklich, was ich machen will. Und dort ist dann mit der Entscheidung gefallen, komme ich dann so ein bisschen meine Leidenschaft mit meinem Beruf verbinden und habe dann Velo gelernt. Wieso ich will, dass ich ein abgerundeter Velofahrer bin in dem Sinn? Ich finde, erst dann bist du komplett, wenn du alle Aspekte mal gesehen hast. Du weißt gar nicht, von was du redest, und du musst es auch nie wertschätzen, wenn du es selber nicht gemacht hast und nicht weißt, wie lange es geht, um irgendetwas zu flicken. Genau das Gleiche, wenn man vom Bauen redet. Wenn man keine Ahnung hast, wenn man einen Sprung baut, dann glaube ich, appreciatest du das viel weniger, etwas zu fahren, das gebaut ist, als wenn du selber dahinter siehst, was es für ein riesen Aufwand ist, um irgendetwas zu bauen. Also ich habe teilweise schon schlaflose Nächte, weil ich halt die ganze Zeit daran denke, dass ich etwas mache, das halt für ganz viele stimmen muss. Und ich bin ein Mensch, der möchte eigentlich allen alles recht machen. Und das ist wenig machbar. Vor allem, wenn man für so eine breite Masse etwas macht. Ich habe das Gefühl, wenn man den wieder gerade machen, dass wirklich ein Transfer überspringen, dann ist nachher einfach alles andere Beeline, dann ist es voll scheiße. Für die einfach normal fahren. Und das ist einfach halt schon 90%. Das ist, glaube ich, für mich ein Learning Process auch. Da bin ich jetzt mit drin in dieser Entwicklung, wenn ich mit dem umgehe, ob ich jetzt komplett einfach abschalten und ignorieren, was mir andere sagen, weil ich einfach darauf vertrauen kann, dass das, was ich mache, für 80% funktioniert. Jo, ich mache mal. Oder ob ich halt immer noch probieren, ein bisschen alle Meinungen zu hören und so den Mittelweg gehen, auf die paar Meinungen hören, wo ich Wert drauf lege. Das ist wahrscheinlich etwa die Lösung. Etwas Risiko drin gesehen, alles auf eine Karte zu setzen, sprich aufs Biken. Aber das ist ja so auch etwas, das sich selber beantwortet, weil es hat so viele Bereiche hat im Biken, dass man immer auf irgendetwas ausweichen kann. Aber das Ding ist, dass man halt sich dann anfängt zu identifizieren über das Velofahren. Dass man dann nach außen nur der Velofahrer ist, nur in Anführungszeichen. Just a cloud in the air and the river, so shallow. Leave the dead, you left behind you. Leave the mess you made in your secret garden. Velofahren gibt halt auch extrem viele Bereiche, die mega spannend sind. Darum ist es für mich auch wichtig, dass ich alles machen kann. Am Anfang hat mich nur das Downhill interessiert. Ich habe mir gesagt, ich will auch nur Tricks lernen, dass ich es auf dem Downhill-Bike machen kann. Es ist wie nie fertig am Biken.
Alter. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe das so lange im Kopf, seit ich das Foto habe von Martin, ist es einfach für mich, ich will genau so, ich will das Video genau so. Und jetzt haben wir es. Sick, Alter. Geil.